Glaubst du, das ist möglich für einen deutschen Drucker, wenn man diese Film ansehen, etwas zu lernen? Wir müssen alle lernen. Darum Inspiration zu bekommen und Wissen und Erkenntnis umzuwandeln. Meistens kennen sich die Druckereiunternehmer sehr gut über Verbandsarbeit und so weiter. Hallo liebes Publikum, willkommen zur 6. Episode schon von Weber und Reithoff. Wir sprechen ja innerhalb der Inkish-Community mit den unterschiedlichsten Leuten. Wir hatten in der letzten Episode Markus Weiß zu Gast, als ersten Gast. Normalerweise ist das ein Gespräch unter Morten und mir. Hallo Morten. Und jetzt haben wir als zusätzlichen Gast Frank de Jonge, der im Norden Deutschlands sitzt, aber für eine Firma in Italien arbeitet in der Zwischenzeit seit einem Jahr. Und das Thema ist wiederum Inkjet, nur diesmal von einer ganz anderen Seite. Wir hatten ja über HP kennengelernt, eine Firma, die im großen Stil Produktlinien entwickelt, mit unterschiedlichsten Technologien, aber Produktlinien und die damit eine Diversität bietet. Und jetzt haben wir eine Firma, die Frank de Jonge repräsentiert, die sozusagen ganz individuelle Lösungen modular aufbaut und dabei unglaublich vielfältige Anwendungen ermöglicht. Was ist, Frank, für dich die besondere Herausforderung jetzt seit einem Jahr, glaube ich, für NEOS zu arbeiten? Ist ziemlich genau ein Jahr. Am 15. Oktober letzten Jahres war mein erster Arbeitstag, also 1 Jahr und 2 Wochen heute. Tatsächlich die größte Herausforderung ist es, das Verständnis dafür bei den Kunden aufzubringen, dass es wirklich möglich ist, sich flexibel auf deren Anforderungen einzustellen, dass sie nicht hergehen müssen und gucken, wo kann ich am Markt einen bestehenden Drucker mir anschauen und den irgendwie so hinbiegen, dass das auf meine Anwendung passt, sondern wir gehen den umgekehrten Weg und haben ein breites Spektrum an Komponenten, die wir einsetzen können, die wir miteinander verbinden können, Module, die wir einsetzen können, um auf individuelle Anforderungen einzugehen. Und das ist im Inkjet-Markt nicht so üblich. HP ist ein gutes Beispiel, weil die tatsächlich ja ein breites Spektrum schon auch mit ihren verschiedenen Produktlinien abdecken. Und wir machen das einfach im Baukastenprinzip und sind da ein bisschen flexibler. Damit können wir individuell auf die Kundenwünsche eingehen. Aber dieses Verständnis rüberzubringen, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Ja, weil ich kann mir denken, normalerweise ist es für Drucker, ist ja ein sehr traditionsreicher Markt, schwierig, sich etwas wünschen zu dürfen. Das kennen die ja gar nicht. Dass man auf einmal als Individuum ernst genommen wird. Normal ist ja immer von der Stange und dann, wenn man ein guter Kunde ist, wird ein bisschen modifiziert. Teilweise hat das auch im Offset-Druckbereich Heidelberger Druckmaschinen viele Jahre lang gemacht, hat es dann wieder aufgeben müssen, weil sich das von den Kosten her nicht trägt, aber vor allen Dingen, weil die Kunden gerade bezogen auf die Zukunft ja nicht unbedingt wissen oder sich damit beschäftigen, was sein könnte. Wie funktionieren diese Dialoge bei euch? Wir haben einen Schwerpunkt auf 2, inzwischen vielleicht 3 spezifische Märkte gelegt und wollen jetzt nicht so ganz in die große Breite. Es kommen Anforderungen an uns, auch aufgrund meiner Historie, aufgrund meiner vorherigen Tätigkeiten. Zum Beispiel kann man Batterieelektroden mit Inkjet bedrucken. Ja, das kann man bestimmt, ja, aber das ist dann etwas, wo wir sagen, pass mal auf, das ist jetzt doch zu individuell und das ist vielleicht etwas, was zu viel Aufwand bedeutet. Von daher ist es eher so, dass wir mit den Dingen, die wir irgendwo schon kennen, die Komponenten zusammenbauen zu einem System. Wir fokussieren uns gerade schwerpunktmäßig auf den Dekormarkt und auf den Verpackungsmarkt. Verpackung, weil da sicherlich noch ein sehr großes Wachstum da zu erwarten ist für Digitaldruck. Und genauso wie auch im Dekormarkt die Qualitätsanforderungen sehr hoch sind.
Und ich nehme mal ein Beispiel, was das vielleicht ganz gut demonstriert, wie wir arbeiten. Wir hatten eine Anfrage für Kantenumleimer, Bedruckung von Kantenumleimer für die Möbelindustrie, also das, was so an den Tischecken ist, an den Türen in die Ecken eingeleimt wird, eingeklebt wird. Die müssen ein exzellentes Color Management haben, die müssen sehr gut abgestimmt sein auf die große Fläche, auf die Tischplatte, auf das Türblatt. Und da ist Color Management eine große Herausforderung. Also sind wir hergegangen und haben ein Farbsystem genommen, was aus 6 oder 7 Farben besteht und nicht eben nur aus einem CMYK, damit ich möglichst genau uns darauf abstimmen kann. Und wir haben auch Pigmenttypen gewählt, die in der holzverarbeitenden Industrie eher typisch sind. Also es ist nicht so das klassische Magenta, das klassische Gelb, sondern es ist eher ein bisschen bräunliches, rötliches Magenta und auch ein eher tendenziell oranges Gelb, was da verwendet wird, so dass wir diese Holztöne gut nachempfinden können. Was wir da entwickelt haben, wird natürlich auch in der Form an andere Kantenumleimer weiterverkauft, aber diese Technologie, diese Erfahrung, die wir da gemacht haben, können wir zum Beispiel auch einsetzen, um direkt auf Möbelplatten zu drucken. Wir verändern dabei das Transportsystem des Inkjet-Druckers, verwenden aber im Wesentlichen die gleichen Tinten und auch die gleichen Curing-Mechanismen, aber anstatt von Rolle zu drucken, wie wir hier im Kantenband zum Beispiel, das ist so eine klassische Kantenbandrolle, flexibles Material, anstatt auf Rolle zu drucken, drucken wir dann eben direkt auf die Platte. Und so können wir also mit unterschiedlichen oder mit ähnlichen Modulen unterschiedliche Anwendungen auch bedienen. Andersherum, der größere Flächenbereich im Dekordruck ist ja das Dekorpapier, das HPL-Papier, das stark saugende Dekorpapier, was nachher im Melaminbad ausgehärtet wird und die Oberfläche dann mit einer Harzbeschichtung die Abriebfestigkeiten bekommt. Das ist die größere Fläche und auf diesem Papier muss ich mit einer wasserbasierten Tinte arbeiten, damit das Melamin noch wieder aufgesaugt werden kann. Also da ist es wieder ein ganz anderer Prozess. Da haben wir keine UV, sondern da haben wir Wasser, da müssen wir Wasser verdampfen, da gibt es keine chemische Reaktion. Da ist auch wiederum die Pigmentauswahl, die Tintenauswahl entscheidend für das Ergebnis. Also viele Komponenten, die zwar irgendwo zusammengehören, aber doch wieder neu zusammengewürfelt werden müssen, ergeben dann das endgültige Produkt. Aber ja, bitte, Martin. Ja, guten Morgen, Frank, und gut, dir zu sehen. Du hast Wasser basiert Ink hierüber gesprochen. Wenn ich dir getroffen, nicht letzten Mal, weil das war am Printing United in der USA, aber letzten Mal vorher, das war mit IST UV Days in Deutschland. Und dann ist es natürlicherweise auch UV-Farben. Können Sie konfigurieren eure Maschine mit beide, so ist wasserbasiert oder UV oder wie funktioniert es? Okay, ich bin ein Kunde und ich habe eine Applikation und dann ist es konfiguriert zu meine, was ich brauchen muss. Ja, also ich kann nur entweder UV-reaktive Tinte oder wasserbasierte Tinte in meinem Drucksystem verwenden. Es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, sowas auch umzubauen, aber das ist wiederum fast wie ein Neubau. Also eine Anwendung wird so ausgelegt, dass ich einen Typ Tinte damit dann fahren kann. Das eine UV-reaktive Tinte enthält kein Wasser, da habe ich keine Verdunstungsleistung, sondern da habe ich eine chemische Reaktion, die durch das UV, heute LED-Licht, hervorgerufen wird, während ich bei einer wasserbasierten Tinte eben eine physikalische Leistung habe und das Wasser aus meinem bedruckten Stoff, aus meinem Papier oder von der Folie und so weiter herausbringen muss. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Prozesse, die unterschiedliche Komponenten brauchen. Das Gehäuse, was wir dafür verwenden, und das ist diese Modularität, unser Fighter zum Beispiel mit einer 500 Millimeter Breite, Druckbreite maximal, oder eben der Bombardier für alles, was über 500 Millimeter breit ist, die wiederholen sich, die sind wiederum ähnlich, also da können wir die Gehäusetypen miteinander kombinieren zu entweder einem Drucksystem mit wasserbasierter Tinte oder einem Drucksystem mit UV-Tinte.
Und ich mag sehr viel diese Modularität, wenn ich die Maschine ansehe. Es war nur ein Modul, das wir am ISC UV-Tagen, aber ich glaube, das ist eine der KPIs von NEOS, ist, dass man bauen eine Maschine, das mit die Farben und mit die Funktionalität eine ganz spezielle Maschine machen, wo man vielleicht eine HP-Maschine, dann kauft man etwas, das es ist präkonfiguriert, aber Sie können es konfigurieren zum ungefähr alles, das euer Kunden. Du hast auch zu mir gesagt, dass Sie können auch Metall direkt drucken, und das ist nicht so gewöhnlich, wenn man auch mit dem Schnelligkeit und die Qualität von NEOS. Ist das richtig verstanden? Absolut richtig. Das Modul, was du da gesehen hast, das ist ein 1,20 Meter breites Bombardier-Modul. In dem Modul sind 2 Druckkopfreihen verbaut, mit denen wir also 2 Farben pro Modul dann drucken können. Für die Metallverpackung haben wir 4 solcher Module, also insgesamt 8 Farben inklusive Weiß und Sonderfarben wie Orange, Grün oder Violett. Einer unserer Kunden bedruckt zum Beispiel Kronenkorken für Bierflaschen, und der hat Grün als Sonderfarbe gewählt, weil seine Kunden wie Heineken und Becks und diese Konsorten halt sehr viel Grün haben. Der hat also 8 Farben inklusive Grün zum Beispiel. Und dieses Modul ist 1,20 Meter breit. Das kann ich aber auch als 600 Millimeter breit nehmen oder auch als 2,40 Meter breit. Das ist eben ein Teil dieser Flexibilität. Und ich kann dann eben so viele Module, wie ich für meine Anwendung brauche, 4 für einen Standard mit CMYK zum Beispiel, oder eben 6, wenn ich nur Weiß hinzufügen will, oder 8, wenn ich noch Sonderfarben haben will, oder auch 10, wenn ich zum Beispiel noch eine digitale Struktur abbilden will, ja, einen haptischen Effekt erzeugen will, den ich mit Digitaldruck aufbringe, oder wie wir im Tapetenbereich zum Beispiel gemacht haben, haben wir einen glänzenden Überdrucklack noch als letzte Station eingebracht. Also mit diesen Komponenten kann ich eben in der Breite spielen, in der Anzahl der Farben oder der zu verdruckenden Flüssigkeiten spielen und mir so meinen Drucker so konfigurieren, wie ich ihn brauche. Mit diesem Modularität, glaubst du, dass NEOS ist die einzige in dem Markt, das hat so viele Flexibilität, oder gibt es auch Konkurrenten in diesem Segment? Also es gibt natürlich Konkurrenten, es gibt natürlich Spezialisten, die für individuelle Anfertigungen auch arbeiten. Ich glaube, wenn ich den großen Unterschied suchen sollte, dann ist es einmal die Tatsache, dass wir zum Beispiel mit bis zu 6 Druckkopfherstellern arbeiten. Wir haben intern die Entwicklung aller Druckkopf-Elektronik, aller Druckkopfansteuerung, das haben wir im Haus. Das ist also die Softwareabteilung bei NEOS, ist eine der Divisions bei uns, die entscheidend ist für diese modulare Möglichkeit. Wir arbeiten mit Druckköpfen, die kleine Tröpfchen machen für hohe Auflösung. Bei Metalldruck zum Beispiel ist es eine mittlere Tröpfchengröße, weil wir da über eine größere Distanz auch jetten können müssen, weil diese Metallplatten oftmals ein bisschen uneben sind. Haben wir da einen speziellen Druckkopf mit auch einer speziellen Waveform entwickelt, die in der Lage ist, über eine höhere Distanz zu drucken, ohne dass das Druckbild schlechter wird, und wir reduzieren damit das Risiko des Druckkopfkontaktes durch die Metallplatte und damit die mögliche Zerstörung des Druckkopfes. Und ich glaube, es tut mir leid. Tut mir leid, ich glaube, das ist eine der fantastischen Dinge mit NEOS, ist, dass man sind nicht nur mit einem Hersteller von Printheads, man kann verschiedene Printheads in dieselbe Frames und dieselbe Modulen, dann kann man, dass man wieder, es ist wie ein Flugzeug, man kann verschiedene Engines für die Technologie anwenden, weil man kann mit dem Frame und die Modalität können man auch mit die verschiedenen Printhead wählen. Das funktioniert am besten mit diesem Applikation, das man braucht, glaube ich, ja. Genau, und da gibt's noch ein paar zusätzliche Features, wie zum Beispiel eben, die kann man auf einer großen Breite auch darstellen, dass man einen gleichmäßigen Ausdruck hat. Und wer sich mal damit beschäftigt hat, mehrere Druckköpfe nebeneinander zu arrangieren, um dann ein Single-Pass-Drucksystem draus zu machen, der wird schnell feststellen, dass doch jeder Druckkopf so seine eigenen Eigenheiten hat. Und wenn ich
ein enges Fenster habe, wo meine Farben nahe beieinander liegen müssen, beziehungsweise das Muster sehr homogen sein muss, dann ist Banding etwas, was man ausschließen muss. Dafür haben wir auch wieder unsere Softwareabteilung bemüht. Wir haben eine Videokamera, die die Farbe, die wir drucken, einmisst und automatische Banding-Korrektur macht, also über die Software dann wieder, so dass wir also auch über eine große Breite arbeiten können. Und auch das würde ich als Differenzierungsfaktor nehmen. Ich hatte in Hamburg auf der Decorative Surface Konferenz mehrere Interessenten, die da drauf angesprungen sind, dass wir damit werben, dass wir 4 Meter breite Single-Pass-Drucksysteme anbieten. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich bisher noch keinen Konkurrenten gesehen habe. Ja, in der Breite und dann eben auch über die Präzision das Ganze umzusetzen. Dann. Wie muss man sich denn, der Hauptsitz ist ja, wie gesagt, in Norditalien, also wenn ich es richtig weiß, ein kleiner, schöner Ort zwischen Parma und Bologna, also eigentlich eine Region, wo wir gerne Urlaub machen. Also sehr, sehr schöne alte Kulturlandschaft. Wieso gerade dieser Standort? Weil es ist ja eine Hightech-Company, die würde man da nicht so lokalisieren. Gibt's da... Doch. Ich muss dem ein bisschen widersprechen, das ist tatsächlich ein Hightech-Zentrum dort. Sowohl Bologna als auch Modena haben Universitäten, die auf Hightech und Maschinenbau spezialisiert sind. Und dort gibt es dementsprechend auch viele Firmen, die sich mit der Technologie dort beschäftigen. Und es ist eben, wie du sagst, Andreas, Norditalien und damit schon auch da die wirtschaftlich starke Region innerhalb des Stiefels. Und der Background ist darin zu suchen, der Firmengründer Vincenzo hat Anfang der 2000er experimentiert und hat gesagt, es müsste auch möglich sein, mit Inkjet auch Fliesen zu bedrucken, anstatt mit dem Rollenverfahren, wo ich einen Direktkontakt habe, wo ich viele Fliesen zerstöre, auf eine bestimmte Breite limitiert bin. Damals, ich erinnere mich, bin alt genug, ja, die Fliesen waren höchstens mal 30 mal 30, dann waren sie groß, ja. Und Vincenzo hat also umsetzen können, dass man Keramikfliesen mit digital bedruckt und hat dann im Laufe der Karriere mit seiner ersten Firma Projekta Inkjet-Drucker gebaut, die bis zu 1,80 Meter breit Keramikfliesen bedrucken. Und dem Beispiel sind in der Region einige Firmen auch gefolgt. Und das ist in dieser Region deshalb spannend, weil im Grunde ist das Bermuda-Dreieck der italienischen Keramikindustrie in genau dieser Region, wo wir sind, nämlich Sassuolo, Fiorano und Maranello. Und neben Keramik gibt es in Maranello ja auch noch eine kleine, aber nicht ganz unbekannte Firma, die schnelle rote Autos baut, die heißt Ferrari. Da sitzen wir genau mittendrin. Wir haben tatsächlich viele unserer Komponenten, wenn ich jetzt mal an so Stahlbau denke, wir müssen ja schon auch, wenn wir schnelle, breite Drucker bauen, müssen wir sehr solide mit sehr wenig Vibration, mit sehr wenig Spiel. Auch die Gerüste, die Ställe bauen, wo die Druckköpfe aufgehängt sind, da haben wir eine gute Auswahl an Firmen in der Region, die da spezialisiert sind und schnell und effizient auch Komponenten liefern können. Wenn man an deiner Arbeit sehen hier, du hast schon ein Jahr mit NEOS geworden, wie schwer / einfach ist es, NEOS zum Verkaufen? Ich glaube, dass, was du hier gesagt hast in diesem Episode hier, es sieht aus, dass man kann ungefähr alles machen mit die Maschinen und es ist auch ein konkurrenzbereites Produkt. Aber wie einfach oder schwer ist es für dich, neue Kunden zu finden? Das Interesse ist recht groß, ja, gerade in der Dekorindustrie, wo es auch wenig Mitbewerber gibt. Wir haben, was Papier angeht, eigentlich nur wirklich einen Mitbewerber. Bei Edgeband sind es vielleicht 2, 3, aber um das Qualitätsniveau dieser Branche auch zu treffen, da sind dann nicht ganz so viele mehr unterwegs. Und es gibt natürlich wie in vielen anderen Segmenten eine größere Nachfrage nach Digitaldruck, gerade im Moment, wo die Lauflängen, die Auftragsgrößen geringer geworden sind nach
speziell in der Bauindustrie nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine und den gestiegenen Energiekosten, den ganzen Umschwung in der Konstruktion in der Bauindustrie, den wir gerade in den letzten 1,5 Jahren jetzt oder fast 2 Jahren erleben mussten. Da steigt die Nachfrage nach Inkjet, nach Individuallösungen, nach kurzen Lauflängen. Während gleichzeitig aber das Investitionsgehabe dieser Firmen aufgrund dieses bis zu 20% Umsatzeinbruchs, den viele da erleben mussten, so ein bisschen restriktiv geworden ist. Also wir sind irgendwo dazwischen und das passt ganz gut. In anderen Märkten, wie zum Beispiel Metallplattenbedruckung, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Da haben wir nämlich tatsächlich, unsere Konkurrenten sind wirklich nur Offset. Ja. Und es gibt keinen vergleichbaren Digitaldruckhersteller. Und da war es wirklich so, dass als wir eingeladen haben zum Open House, jetzt in den letzten Wochen haben wir unser System der Branche gezeigt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die konnten gar nicht schnell genug ihre Flugtickets kaufen und zu uns kommen, um sich das anzuschauen. Also mit allen normalen Constraints und wir reden ja nicht über eine 50.000 Euro Drucker, sondern wir reden ja eher über einen 5 Millionen Drucker, was natürlich keine Entscheidung ist, die innerhalb von wenigen Wochen gefällt wird. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es schwieriger wäre als andere Produkte. Okay. Und ich glaube, dass eine der Dinge, dass ihr alle hierüber sprechen, wenn man sprechen der Digitaltransformation und auch Inkjet, wie schnell ist es, Vergleich mit wenn man Analogprint haben, ist es eine Ding, dass die Kunden hierüber sprechen, oder ist es nur, dass ein theoretisches Problem ist? Ich glaube, dass man muss neue Geschäftsmodelle haben, wenn man sehr viel anwenden diese Maschinen. Ja, so ich habe eine Frage, und das ist Kostpreis und der Vergleich mit Offset, zum Beispiel Offset, ist das etwas, das man hierüber sprechen an ein offenes Haus, oder wo siehst du diese Diskussion? Das ist natürlich eine der wichtigsten. Üblicherweise sind die Investitionskosten für Inkjet erstmal hoch, mindestens genauso hoch wie bei einem Offset oder beim Tiefdruckgerät, meistens höher. Zumindest in dieser Leistungsklasse, dann ist vielleicht auch der Output noch nicht auf dem gleichen hohen Niveau, und das muss natürlich dann ausbalanciert werden mit den anderen Vorteilen, die ich da generiere. Ja. Und die sind je nach Anwendung wirklich sehr unterschiedlich. Ja? Im Dekorpapierbereich zum Beispiel ist es so, wenn ich einen Tiefdrucker umrüste und dann mein ganzes Farbmanagement fertig habe, ist eine Schicht fast rum. Das heißt, es kann üblicherweise dauert es 4 bis 6 Stunden, bis so ein Tiefdrucksystem von einem Dekor auf das nächste umgerüstet worden ist. Und das kann ein Inkjet-Drucker on the fly. Wir drucken Rainbow Rolls, das heißt, wir können also unterschiedlichste Dekore auf einer Rolle drucken. Das ist nicht die Realität bei unseren Kunden. Unsere Kunden sagen, wir suchen den Break-Even-Punkt. Der liegt meistens bei 5 Tonnen Papier. Unter 5 Tonnen drucke ich digital, und über 5 Tonnen drucke ich dann analog, weil da ist dann irgendwo der Break-Even-Punkt, abhängig von vielen Faktoren, wie viel Tinte und so weiter. Aber das ist ganz groß. Ich habe gedacht, dass es war weniger, aber 5 Tonnen ist eine hoch Break-Even-Point, ja? Das ist und das wird immer besser. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Tintenkosten geringer geworden sind. Ja, als ich 2005 in den Tintenmarkt eingestiegen bin, ich habe ja meine ganze Karriere ist ja Digitaldruck, aber bis 2005 war das mehr Laser. Und dann ab 2005 Inkjet, da war ein Kilo Tinte noch über 100, manchmal 200 Euro. Und dann würde sich das nicht rentieren. Ja, da hat sich also viel geändert. Natürlich haben sich auch die Abnahmemengen verändert, und wir verkaufen heute Tinte nicht mehr in Litergebinden, sondern in Tonnen IBCs in solche Anwendungen. Und dann verändern sich natürlich dann auch die Kostenstrukturen. Aber bleiben wir, ich finde, das ist ein schönes Beispiel auch, um das zu beschreiben, dieser Kantenumleimer. Da ist es heute üblich, dass ein Tiefdruck, die Walzen sind meist nur so 100 oder 120 Millimeter breit, direkt hinter dem Extruder steht. Das heißt, ich produziere mein ABS-Material, ich kühle es und drucke direkt hinten dran.
Und wenn ich da mit Inkjet rein wollte, und das ist in den ersten Anwendungen so geschehen, das gibt es seit über 10 Jahren, diese Idee, dann habe ich ein echtes Problem. Entweder halte ich meinen Extruder an und habe dann wieder ewig Hochlaufzeiten, oder ich verbrenne ganz viel Material, ich erzeuge ganz viel Müll, während ich meine Farbanpassung mache mit Inkjet. Und darum haben wir da jetzt das so ein bisschen Umdenken mit unserem Kunden auch gemeinsam erarbeitet. Wir drucken heute offline, das heißt, wir drucken auch breiter, schneiden im Anschluss und haben dann eine Wahnsinnsmüllvermeidung, haben einen riesen Benefit in der Nachhaltigkeit, in der Materialschonung und auch dadurch in den Kosten. Und da steigen die Break-Even-Points allein durch die Tatsache, dass ich da eben viele Nebeneffekte habe, die ich in anderen Inkjet-Anwendungen wieder nicht habe. Nicht? Ein Quadratmeter ABS kostet 100-mal so viel wie ein Quadratmeter Papier. Ja, da ist also dann auch schnell Geld zusammen. Fantastisch. Was denkst du hierüber, Andreas? Das hört sich sehr gut an, eigentlich so wie von meiner Seite aus, auch aus der Analystenszene, das immer eingefordert wurde, weil man hat ja früher praktisch für jeden Anwendungszweck eine eigene Technologielinie aufbauen müssen im Digitaldruck und speziell im Inkjet. Weil es ist ja nicht ein Verfahren, sondern es sind ja eigentlich hunderte verschiedene Verfahren. Und mir war immer in der Vergangenheit aufgefallen, dass gerade diejenigen, die so in der Kundschaft in der Speerspitze sind, also schon wirklich genaue Vorstellungen haben von dem, was sie wollen, sich eben im Sinne auch einer Manufaktur auf lukrative Nischenanwendungen und Spezialanwendungen fokussieren, die wurden sehr oft allein gelassen. Also die konnten zwar Termine machen mit ihren Lieferanten, aber sind nicht von der Stelle gekommen. Und das ist scheinbar jetzt komplett anders. Und wie gesagt, das freut mich und macht mich neugierig. Und wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ich hatte so viel intime Kenntnis von Neos vorher nicht gehabt. Also wenn man euch nicht kennt, ist es dann schon etwas schwierig. Ich hoffe, dass wir das jetzt durch unser Gespräch ein bisschen verändern können, weil Frank, du hast ja gesagt, es gibt Open-House-Veranstaltungen und ihr seid auch auf Messeveranstaltungen auch eurer Partner aktiv. Also das würde ich mir noch wünschen, mehr und schneller in Kontakt zu kommen, weil diese Art der Gespräche über Investitionen sind für mich hochkreativ und zukunftssichernd. Ja? Nichts ist schlimmer, als von Dritten vorgegeben zu bekommen, was man tun sollte als Unternehmer. Wir haben da jetzt vorgesorgt. Wir sind halt als Neos ja noch recht jung, 2017 gegründet, und die ersten 3 Jahre waren mehr oder weniger Fokus auf Entwicklung dieser Konzepte. Ja, da ist noch nicht viel Umsatz gelaufen, da sind nicht viele Geräte in den Markt gekommen. Jetzt ändert sich das. Wir haben dieses Jahr eine größere Anzahl an Single-Pass-Druckern in den Markt gebracht, in den unterschiedlichsten Anwendungen. Kartonbedruckung, Folding Card, also Fallschachteln möchte ich da erwähnen. Die Metallverpackung ist eine wichtige Geschichte. Diese beiden Dinge zusammengebracht, weil Fallschachtel ist Rolle und Metall ist Sheet, Bogen, oder die nennen das Tafeln in der Industrie. Das zusammengebracht kann auch auf Corrugated Board, auf Wellpappe, auf Wellpappenbögen angewendet werden. Wir haben eine eigene Tintenfabrik im Haus, die Inkgenio ist zwar eine eigene GmbH, ist aber mehrheitlich gehalten von Neos. Wir entwickeln also auch spezielle wasserbasierte Tinten, zum Beispiel mit kompletter Lebensmittelkontaktfähigkeit, ohne dort gegen die Regularien zu verstoßen. Also um auch im Lebensmittelbereich dort Kartons und Fallschachteln bedrucken zu können. Das nächste Open House Event ist bei unserem polnischen Distributor Cespa in Korula in der Nähe von Breslau, jetzt im November in 3 Wochen. Dort zeigen wir wieder, wie auch bei den IST Days, den Fighter und ein Bombardier-Modul, und wir präsentieren dort
Ja, auch da sind 400 Gäste werden dort erwartet, einige auch aus Deutschland zum Beispiel, die dort ja, Interesse haben, dann auch zu schauen, was ist Digitaldruck. Weil Chespa ist heute zu einem großen Teil Lieferant für Analogdruckfarben. Und dann sind wir auch auf der Drupa im nächsten Jahr. Das hat sich kürzlich entschieden. Neuen Event, zusammen mit Andreas. Auf dem Non-Event werden wir uns dann auch persönlich kennenlernen, ganz genau. Das ist dann die Woche nach der Chespa, nach dem Open House. Genau. Verstehen, ich ich bewege mich immer weiter nach Norden. Ja, das ist so. Und Andreas, ich kann dir sagen, das erste Mal, ich habe NEAS gesehen, es war mit einer Print-Sample-CV mit Pat McGrew an Inkish. Und es war, ich glaube, das vorher, Frank war angestellt mit NEAS, aber sie hatte eine Muster in eine italienische Print-Show in Print-Sample-CV und ich war sehr neugierig, weil es sieht so gut aus. Und dann habe ich am ICE in Munich habe ich auch Franks Kollegen getroffen und habe diese Maschine gesehen und ich habe nie hierüber gehört. Und es war auch für mich, wow, es sieht gut aus, sie haben ein gutes Produktdesign und die Qualität, das herauskommt, ist fantastisch. Und dann hast du einen Job da gekriegt und ich glaube, okay, das wird vielleicht eine Möglichkeit mehr zu lernen, weil ich glaube, weil wir haben nicht hierüber gehört, ist es, weil NEAS ist für eine industrielle Perspektive, ist nur nicht für die Druckindustrie und deshalb vielleicht ein anderes Markt, das ist, ich will nicht sagen wichtiger, aber sie haben mehr Möglichkeiten im Markt, ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, also es ist alles 2D-Druck, was wir machen. Also wir drucken auf Rolle, eben auch auf Bogenware, aber eben in 2D. Wir machen sowas wie 3D-Druck oder haptische Effekte machen wir nur als Verfeinerung, als Veredelungsschritt, aber im 2D-Druckverfahren letzten Endes. Also von daher industriell, aber ausgelegt dafür, kleinere Serien oder eben spezielle Anforderungen auch bedienen zu können, die heute eben im Offset oder im Tiefdruck oder im Flexodruck bedient werden. Gerade Verpackungen haben wir häufig auch Flexo. Und ja, da machen wir so ein paar kleine Geschichten. Ursprünglich habe ich gesagt, lass uns bitte nicht in den Labelmarkt gehen, da gibt's schon so viele, die das machen. Und jetzt gehen wir doch in den Labelmarkt, weil wir haben ein System entwickelt, wo wir mit Inkjet, da haben wir eine Kooperation auch mit einem unserer Druckkopfpartner. Da werden wir auch auf der Chespa Open House das zum ersten Mal so richtig vorstellen mit Video und so weiter. Wir drucken Label mit 160 Meter pro Minute. okay. Inkjet-Verfahren in 1200 mal 600 dpi. Also eine Auflösung, die höher ist als das, was der Labelmarkt im Allgemeinen eigentlich braucht. Und in einer Geschwindigkeit, so dass ich also zum Beispiel auch exzellent in eine bestehende Flexo-Anlage eine Digitaldruckeinheit integrieren kann und die Produktivität hochhalte. Während die heutigen Hybridmaschinen alle durch die Inkjet-Einheit gebremst werden, weil die alle eher so im Bereich 60 bis 70 Meter pro Minute liegen. Und das sind dann wieder so kleine Besonderheiten, wo man sagt, das macht Sinn, dann auch in Märkte reinzugehen, von denen man sich eigentlich anfangs gar nichts versprochen hat. Ich glaube, dass mit 160 Meter pro Minute, dann haben sie auch lass uns sagen, einen Konkurrenzvorteil von etwas, das kommt mit einer V und dann eine 1,2 als eine Produktname. Ja, also ich glaube, dass die Konkurrenzsituation ist immer so, dass man als Kund ist es fantastisch, weil sie diesem Technologie schaffen zu machen, neue Geschäftsmöglichkeiten, weil die Technologie ist so schnell und ich weiß nicht, wenn es einfacher ist, aber es sieht, dass es schneller ist, immer Produktiteration. So, das ist fantastisch. Ich danke dir sehr, Frank, für diesem Gespräch. Ich glaube, das war sehr gut für mich und für auch dir, Andreas, und unsere Zuschauer, dass wir lernen von dir. Du weißt, auch mit Adfors gearbeitet. Ich glaube immer, dass du hast so eine hohe Niveau von, ich glaube, dass du bist ein echt Nerd, ja? Du weißt, was du hierüber sprechen, ja? Okay.
Das nehme ich jetzt als Kompliment. 100%. Das ist durchaus als Okay. Kompliment zu nehmen. Ja, und auch von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank, weil es hat uns in einer sehr angenehmen Art und Weise doch einen tiefen Einblick gegeben in das, was für uns nicht alltäglich ist, aber dennoch extrem wichtig, um das, was wir tun, weiterhin nach vorne entwickeln zu können. Und ich wünsche mir, dass wir im Gespräch bleiben, weil ich stelle mir vor, das wird weiterhin äußerst spannend, ja, gerade in diesen Zufälligkeiten des Aufspürens neuer Anwendungs- und Marktchancen. Viel Glück dabei und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns beim Non-Event in jetzt knapp 4 Wochen dann in Kopenhagen treffen können. Im Zuhause von Genau, Morten wunderbar. sozusagen. Morten hat dann Ich freue Heimspiel. mich auch sehr darauf. Danke sehr und gute Wochenende zum beide. Und Andreas, wir sind zurück nächste Woche. So danke sehr, Frank, und alles gut und herzlichen Glück mit alles in Zukunft. Ja, gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr beiden.